Willkommen auf dem YouTube-Kanal von Timeout Racing. Wenn du durch dieses Video zum ersten Mal bei uns bist, dann empfehle ich dir, schau dir doch die Videos von der Dakar 2024 an. Die Videoserie, die Playlist findest du hier unten in der Videobeschreibung. Wir haben Rupert Motorsport an der Dakar 2024 begleitet und haben täglich von den Camps und den Geschehen aus Saudi-Arabien berichtet. Was könnt ihr von diesem Video erwarten? Wir erzählen euch, was aktuell gerade läuft bei uns, wie es weitergeht bei uns, und ich denke, das Spannendste für viele der Zuschauer ist die Verlosung der Caps. Bei den Caps gibt es noch eine Überraschung. Wir haben nicht nur die 6 Caps, die wir initial nach Saudi-Arabien mitgenommen haben für diese Aktion zum Verlosen. Nein, wir haben 10. Wie es dazu kam, welche das sind, erfährt ihr später in diesem Video. Was läuft aktuell bei uns? Wenn dieses Video online geht, das müsste der 11. Februar sein, dann sind unsere LKWs bereits wieder in Deutschland. Die Abholung war am Donnerstag, 8. und Freitag, 9. Februar. Das war alles wieder sehr gut organisiert. Die ASO hat uns frühzeitig Informationen gesendet, wann diese Abholung vermutlich sein wird, wurde dann aber erst bestätigt, als die Fahrzeuge durch den Suezkanal fahren konnten. Das war einwandfrei, wir konnten bereits planen, natürlich mit dem Risiko, dass sich das noch etwas verschiebt, aber das hat alles so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben und auch wie es darüber informiert wurde. Christian und Rudi sind dann nach Barcelona geflogen, haben beide LKWs am Hafen abgeholt und sind dann zum Parkplatz von Y-Team gefahren. Da durften wir ja den LKW-Anhänger für die ganze Zeit von Dezember bis jetzt stehen lassen. Gefahren, haben dann den Renn-LKW verladen. Das war eine ziemlich lange Prozedur, bis der sicher fixiert war, und sind dann zusammen von Barcelona zurück nach Schneidenbach in Deutschland gefahren. Gerne möchte ich diese spannende Reise oder diese lange Reise euch nochmals im Überblick zeigen, welche unsere LKWs da während den letzten Monaten absolviert haben. Wie geht es weiter bei uns? In den Kommentaren wurde öfters gefragt, ob wir in dieser Konstellation an der Dakar 2025 nochmals teilnehmen werden. Ich habe bewusst nicht geantwortet, weil ich es nicht final wusste zu diesem Zeitpunkt und ich auch nicht in den Kommentaren etwas schreiben wollte, wo man eigentlich besser hier in einem Video als Botschaft drüber geben kann. Nein. Wir werden leider in dieser Konstellation an der Dakar 2025 nicht teilnehmen. Das hat einen Grund, den wir vorher auch schon kannten. Der Christian, Ursi und Matti haben vorab schon gesagt, das wird ein einmaliges Erlebnis sein, das sie zusammen als Familie machen wollen, und dann werden die LKWs wieder verkauft. Der Renn-LKW, da gibt es schon Interessenten, der geht sicher weg. Und so wie es aussieht, bleibt der Service-LKW aber bei der Familie und wird für andere Motorsportzwecke dann eingesetzt. Das hat also nichts zu tun mit der Stimmung oder mit der Konstellation, die hat einwandfrei funktioniert. Wir haben es erwähnt und ich glaube, es ist auch rübergekommen, wir hatten und wir haben einen sehr guten Zusammenhalt. Also das sind rein
andere Gründe, warum dass wir so nicht teilnehmen werden. Persönlich, ich hätte natürlich Lust, wieder teilzunehmen und euch wieder Einblicke geben zu können. In welche Konstellation, ich weiß es nicht. Es müsste sicher was Spannendes sein. Es gibt auch schon Gespräche, konkret 2, wo ich da jetzt mal schauen, wo ich jetzt schaue, wie sich das entwickelt. Ob das was wird oder nicht, das ist total offen von beiden Seiten. Wenn, dann werdet ihr es sicher hier oder auf Instagram erfahren. In den Kommentaren wurde auch gefragt, ob man uns mal treffen kann. Ja, das wird möglich sein. Wir veranstalten am Freitag, 12. April und Samstag, 13. April in Schneidenbach je ein Vortrag, wo wir über unsere Erlebnisse, unsere Eindrücke, unser Fazit von der Dakar 2024 erzählen. Neben uns, dem gesamten Team, werden auch beide LKWs da sein, kann man die mal anschauen von nächster Nähe. Also ist sicher ein spannendes Highlight, wenn euch das interessiert und der Weg für euch nicht so weit ist, würde uns freuen, wenn ihr vorbeischaut. Wir möchten den genauen Ort und die Zeit hier nicht publizieren, sonst hätten wir vermutlich die Teilnehmer nicht unter Kontrolle. Daher, wenn es euch interessiert, schreibt uns bitte ein Mail, ist dieselbe Adresse wie von der Verlosung, das ist die dakar@timeout-racing.ch. Dann Ende Mai gibt es für mich wieder die Möglichkeit, selber zu fahren, freue ich mich sehr. Wir werden an der Hellas Rallye in Griechenland teilnehmen. Für mich, ich bin noch nie in Griechenland gefahren, das heißt neues Terrain, neue Roadbooks, neue Strecken, neue Veranstalter, freue ich mich sehr. Neben mir wird der Michi als Beifahrer wieder teilnehmen, freue ich mich sehr. Ein eingespieltes Team, funktioniert sehr gut im Cockpit und auch außerhalb vom Cockpit. Das Team werden wir zusammen mit Lukas Lauda und Stefan Henken bilden, sind wir im Camp dann wieder eine gute Truppe und haben Top-Service. Wir wissen noch nicht, ob wir von der Hellas auch ein Video produzieren oder ob wir ausschließlich Content auf Instagram publizieren. Daher, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch unseren Instagram-Kanal Timeout Racing. Wir haben 6 von diesen Caps runter nach Saudi-Arabien genommen, damit diese von den Topfahrern unterschrieben werden können. Die ersten 2 sind von Yazid Al-Rashid unterschrieben. Er ist zusammen mit Timo Gottschalk auf Erfolgskurs gewesen, bis zum massiven Überschlag, wo dann sein Aus oder ihr Aus bedeutete. Der Grund war, der Überrollkäfig war beschädigt und das ist gemäß Reglement, darf man das nicht mehr reparieren, sondern dann ist man draußen. Sehr schade, er war sicher ein Anwärter auf den Sieg und ich bin der Meinung, beide hätten es verdient, weil sie eine sensationelle Saison in 2023 hatten. Dann 2 weitere Caps sind von Seth Quintero und Dennis Zenz unterschrieben, vom Toyota Gazoo Racing. Da haben beide unterschrieben. Der Grund dafür ist einfach, wir haben ja diese Möglichkeit bekommen, das Auto näher anzuschauen und da waren gleich beide vor Ort und haben sich Zeit für uns genommen. Nochmals besten Dank dafür. Und dann dachte ich, komm, lass gleich beide unterschreiben. Leider ist für sie beide auch die Dakar nicht so verlaufen, wie das geplant war. Ich denke, die hätten ein sehr gutes Resultat einfahren können, hatten aber einen Motorschaden an ihrem Hilux. Der musste ausgetauscht werden und wenn man einen Motor austauschen muss, gibt das 20 Stunden Strafzeit und mit 20 Stunden Strafzeit ist man einfach fernab von jedem Sieg oder nur schon Top 10. Also das war dann nicht mehr möglich. 2 weitere Caps wurden von Nasser Al-Attiyah unterschrieben. Der hat die mir unterschrieben, als er sein Heck da abgerissen hat oder abgefallen ist. Man weiß es ja nicht so genau, aber es war sicher eine Problemzone vom Hunter. Generell lief es für Nasser nicht wie gewünscht an der Dakar 2024. Es gab viele Missstände. Ich hoffe, das legt sich wieder und ich hoffe auch, dass Nasser jetzt neu mit Dacia sich die Zeit nimmt und das auch als Entwicklungsjahre sieht und ja, sich und dem Team die Zeit gibt, das Fahrzeug zu entwickeln. 2 weitere Caps hat Tobias Ebster unterschrieben.
Sieger der Malemotte-Kategorie auf den Motorrädern an der Dakar 2024. Eine Top-Leistung von einem tollen Typ und ich finde es cool, haben wir die Möglichkeit, euch hier 2 weitere Caps verschenken zu können. Dann last but not least haben wir von South Racing 2 von den begehrten Caps bekommen. Wir haben auch schon versucht, diese zu bekommen, die sind aber sehr rar und gab es keine Möglichkeit, dass wir die bekommen. Und dann haben Freunde von uns gesagt, ja, das ist für die Verlosung von den Videos und das wäre doch was Cooles. Und der Teammanager hat dann das Approval gegeben, dass wir euch hier 2 Caps verschenken können. Die sind nicht unterschrieben. Der Grund dafür ist, auf dem Schild kann man nicht unterschreiben. Das ist ein spezieller Stoff. Generell sind die Caps sehr wertig. Nicht, dass die nicht wertig wären, aber die sind noch wertiger, finde ich persönlich. Und die sind nicht unterschrieben, aber doch etwas sehr Exklusives und es freut uns, dass wir die euch weitergeben können. An der Verlosung haben mehr als 200 Personen teilgenommen. Etwa 60% haben das richtige Ergebnis eingesendet. Das ist die 3736. Es gab auch Zuschauer, die haben mehrfach teilgenommen. Die habe ich nicht komplett rausgelöscht, aber einfach auf eine Teilnahme reduziert. Ich würde sagen, jetzt haben wir genug geplaudert. Schauen wir uns doch zusammen die Verlosung an. So, jetzt gilt's ernst. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Die ersten 2 Gewinner gewinnen die Caps, welche von Yazid und Al-Rashid unterschrieben sind. Jetzt das erste Cap. Wohin geht das? An wen geht das? Der Jan aus Flöha. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Herzliche Gratulation an Jan. Das Cap kommt zu dir nach, das müsste Deutschland sein. Gratulation. Nun das zweite Cap, auch von Yazid unterschrieben, geht an Ilia aus 70806 Kornwestheim. Ich denke mal, das wird auch Deutschland sein. Herzliche Gratulation auch an dich. Jetzt kommt das erste Cap von Seth Quintero. Es geht Schlag auf Schlag. Das ist der Charles aus Niederlanden. Herzliche Gratulation. Das erste Cap, das nach Holland geht. Nun folgt das zweite Cap von Seth Quintero, wo auch der Dennis, der Beifahrer, unterschrieben hat. Wohin geht das? An Roland aus Flüeli-Rampft. Das ist auch in der Schweiz. Schön, das freut mich. Roland, das Cap bekommst du schon sehr bald. Dann das erste Cap für Nasser. Der Robert von Lapine, Oregon, Amerika. Herzliche Gratulation nach Amerika. Da muss ich dann schauen, wie das mit dem Versand funktioniert, aber das wird klappen. Jetzt das zweite Cap von Nasser Al-Attiyah. Nochmals ein Robert, aber dieses Mal nicht aus den USA, sondern aus Österreich, aus Messern. Herzliche Gratulation, Robert. Und jetzt das erste Cap, für was von Tobias Ebster unterschrieben ist. Wohin geht das? Der Jonathan aus England, Jonathan Smith aus England. Herzliche Gratulation, congratulations. Das zweite Cap von Tobias Ebster. Wohin dürften wir das verschicken? Wir sind gespannt. Der Friedrich aus Fritzlar.
34560 Fritzlar. Herzliche Gratulation, Friedrich. Und jetzt die zwei Caps von South Racing, die begehrten Caps. Die blauen sind sehr schön. Wo können wir die hinschicken? Die Erna aus Rüegisberg, auch aus der Schweiz. Herzliche Gratulation, Erna. Du bekommst eines der begehrten South Racing Caps. Und nun zum letzten Cap, auch ein South Racing Cap. Wohin dürfen wir das letzte Cap versenden? Wir wissen es gleich. Der Markus ist der Gewinner aus 26676 Barcel. Hoffentlich richtig ausgesprochen. Herzliche Gratulation an Markus und herzliche Gratulation an alle Gewinner. Nochmals eine herzliche Gratulation an alle Gewinner der Caps. Ich hoffe, ihr habt Freude, ich hoffe, ihr tragt sie und wenn ihr wollt, macht doch ein Foto und sendet es uns per E-Mail an dakar@timeout-racing.ch. Ob wir an der Hellas auch oder über die Zeit an der Hellas ein Video produzieren, weiß ich noch nicht. Was wir sicher publizieren ist auf Instagram. Daher, wenn ihr unseren Instagram-Kanal Timeout Racing noch nicht abonniert habt, wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt. Ich möchte mich nochmals herzlich bei euch bedanken. Wir hatten eine super Zeit in Saudi-Arabien und wir hatten eine super Zeit mit euch. Die Interaktion war grandios, unglaublich viele Views, unglaublich viele Kommentare, Likes, die Videos wurden geteilt. Das hat uns nicht nur die Reichweite erhöht, sondern auch sehr viel Freude bereitet. Herzlichen Dank von mir und herzlichen Dank auch vom ganzen Team. Das war's vom heutigen Video. Ich hoffe, wir sehen uns wieder mal auf YouTube, auf Instagram oder vielleicht persönlich im April in Schneidenbach, Nähe Nürnberg. Es würde mich freuen. Bis dahin eine gute Zeit.